In dieser Folge geht es um Copywriting. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Um eine mögliche Verwechslung vorwegzunehmen, in der heutigen Folge geht es nicht ums Urheberrecht, also Copyright, sondern um die Erstellung der Copies eurer Facebook-Anzeige, also das Copywriting. Diese Caption ist das zweite, was potenzielle Interessenten wahrnehmen. Zuerst catcht ihr mit einem Bild oder Video die Aufmerksamkeit und informiert den Zuschauer dann mit eurer Copy. Was es dabei zu beachten gilt, erklärt euch Luciano und zeigt es euch hinterher anhand eines Praxisbeispiels auf seinem Bildschirm. Schaut also am besten bis zum Schluss. Sollten euch jedoch noch andere E-Commerce und Online-Marketing-Themen interessieren, dann gibt es eine kleine Neuerung auf unserem Kanal. Wir haben für euch eine Kanalmitgliedschaft für den eBakery YouTube-Kanal eingerichtet, mit der ihr für 99 Cent Mitglied werden könnt und somit Zugang erhaltet. Dazu einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken, dieses noch einmal bestätigen und eure gewünschte Zahlungsmethode auswählen. Damit unterstützt ihr die Produktion unserer Videos und erhaltet zeitgleich weiteren Mehrwert in Form von Videos und wöchentlichen Livestreams. Nun gebe ich aber das Wort wieder ab an Luciano. Herzlich willkommen, mein Name ist Luciano von eBakery und wir wollen uns heute über Copywriting unterhalten. Warum Copywriting im Media Buying so wichtig ist, abgesehen von natürlich Keyword-basierten Plattformen wie Google, hängt damit zusammen, dass Copywriting ausschlaggebenden Effekt auf die CTR hat. CTR bezeichnet die Click-Through-Rate, sprich, dein Text sorgt dafür, dass Kunden sich angesprochen fühlen in ihrer Emotion und klicken auf deine Anzeige. Vorausgesetzt ist natürlich vorher, dass das Creative, das du benutzt, entweder ein Bild oder ein Video, den Kunden überhaupt so weit abholt, dass er sich die Copy durchliest. Denn wie ihr wisst, ist es bei Facebook so, dass nun mal das Bild zuerst catcht und danach beschäftigt man sich mit der Copy, die oben drin steht. Nun, was macht eine gute Copy aus? Das ist natürlich abhängig vom Produkt oder der Dienstleistung, die du anzubieten hast. Grundsätzlich zählt natürlich vorher das Creative, um den Kunden anzuhalten, und dann geht es los. Du könntest den Aufbau so verwenden, dass du einen negativen Glaubenssatz anbringst, um den Kunden emotional da abzuholen, wo er sich momentan befindet oder was er fühlt. Diesen Glaubenssatz nochmal kurz zu verstärken, um dann eine Lösung zu bieten. Und wenn du das gemacht hast, setzt du auf die Lösung noch ein weiteres Benefit und noch ein Benefit und noch ein Benefit. Dies wäre eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit wäre es natürlich, ein Angebot so zu schnüren, dass es unwiderstehlich klingt. Als Beispiel, du verkaufst Sneaker und du bietest zusätzlich diese Sneaker-Schnürsenkelhalter an, oder eben andere andersfarbige Schnürsenkel, zum Beispiel 2 Paar. Wenn du jetzt noch angibst, was die Sneaker eigentlich kosten, was die Schnürsenkel eigentlich kosten, dass du die Schnürsenkel geschenkt bekommst und vielleicht die Sneaker noch reduziert sind, dann hast du ein Angebot geschnürt, das so eventuell auf dem Markt nicht woanders existiert. Und außerdem hast du Datensätze gesammelt. Deswegen macht es an dieser Stelle sogar manchmal Sinn, auf die Marge zu verzichten, um einen Kauf auszulösen, um zu wissen, wer überhaupt die Zielgruppe ist, um sie später per Retargeting oder Lookalike Audience wieder anzusprechen. Mit Copywriting habe ich tatsächlich meine eigenen CTRs von dem Bereich 0, auf einen zweistelligen Prozentbereich gehoben. Hierzu tauchen wir einfach mal in den Business Manager ab und ich zeige euch, was ich dort getan habe. Herzlich willkommen zurück im Business Manager. Gehen wir in ein Probeprojekt von mir. Und wie ihr hier schon unschwer erkennen könnt, ist die CTR manchmal im Durchschnitt im 0-Bereich, was natürlich überhaupt nicht gut ist. Wenn wir die CTR jetzt nach der besten Reihe ordnen und in diese Kampagne reingehen, dann sehen wir, dass hier eine CTR von durchschnittlich 13,89% erreicht wurde, im besten Fall sogar 17%. Schauen wir einfach mal rein, was ich denn dort gemacht habe. So, da sich die Copies hier ähneln, brauche ich nur eine Werbeanzeige nehmen und gehen einfach mal rein. Wie man hier lesen kann,
habe ich geschrieben, kennst du das, wenn deine Großeltern dir ein wundervolles Erbstück schenken? Eine Tasche aus Handarbeit oder ein Kleidungsstück? Die Wahrheit ist, in unserer Konsumgesellschaft existiert so etwas nicht mehr. Keine generationsüberdauernden Erbstücke, alles wird industriell und günstig hergestellt. Meist sind sie nicht für Langlebigkeit produziert, sodass wir das Produkt bald wieder nachkaufen müssen. Trends verhindern, dass wir den gleichen Artikel über Jahre hinweg behalten. Es sei denn, du entscheidest dich gegen den Wegwerfkonsum. Entscheide dich für Qualität statt Quantität. Erschaffe einen Mehrwert und hinterlasse ein wundervolles Erbstück. Ja, wie ihr hier erkennen könnt, habe ich ein wenig Storytelling betrieben und versucht, den Kunden emotional abzuholen und habe hinten dran noch ein paar Benefits gelegt. Ich würde heute nicht mehr empfehlen, ganz so viel Text zu verwenden. Allerdings müsst ihr natürlich eure Geschichte transportieren. Ich habe verschiedene Copies probiert und hier habe ich zum Beispiel mit einer Fragestellung begonnen und dann eine negative Emotion hervorgerufen und dann natürlich später eine Lösung angeboten. Hier habe ich natürlich auch mich und meinen Namen genannt, um etwas Trust zu erzeugen und am Ende wieder die Benefits. So, da ich anfangs ursprünglich, glaube ich, 5 Copies getestet habe, haben sich diese beiden als am erfolgsversprechendsten erwiesen und diese beiden habe ich dann auch benutzt. Wie ihr wisst, könnt ihr natürlich auch Überschriften, viele verschiedene verwenden. Da habe ich auch mehrere getestet und bin bei diesen beiden nach dem Testing geblieben. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Ich würde euch bitten, dass wenn ihr Probleme mit Copywriting oder dem Testing von Creatives oder Zielgruppen habt, meldet euch bei eBakery. Wir helfen euch sehr gerne. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit macht es am allermeisten Sinn. Wir würden uns freuen, euch begrüßen zu können bei uns und bis zum nächsten Mal. Danke für die Erläuterungen. Nun ist hoffentlich klarer, was die Funktion der Copy ist und wie diese angelegt sein sollte. Da dieses Video nur als grobe Einordnung gilt und noch eine Menge mehr dahinter steckt, eine erfolgreiche Werbeanzeige aufzusetzen, bieten wir von eBakery euch an, das als Facebook Ads Agentur gerne zu übernehmen. Oben rechts findet ihr den Link zu unserer Seite, auf der ihr dann auch einen Termin mit uns vereinbaren könnt. Bis dahin, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery Team.